Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute Heinz Schillings Buch »Das Christentum und die Entstehung des modernen Europa« genauer an. Die zentrale Frage für Sie ist ja, wie hat das Christentum das Europa mitgeprägt, in dem wir heute leben? Und, was vielleicht noch wichtiger ist, gerade für Sie als engagierte Mitglieder in Ihrer Gemeinde, welche historischen Linien sind denn für die Rolle und die Relevanz von Kirche heute noch entscheidend? Was können wir da lernen? Genau darum soll es gehen. Wir wollen versuchen, aus Schillings Analyse die Kernpunkte herauszufiltern, die uns helfen, die aktuelle Situation und auch die Aufgaben der Kirchen in Europa besser zu verstehen. Und dabei schauen wir natürlich besonders auf die evangelische Tradition. Fangen wir vielleicht mit etwas an, das einen erstmal stutzen lässt. Man denkt ja oft, die Aufklärung und die Kirche, das waren reine Gegensätze. Aber Schilling zeigt da eine viel komplexere Beziehung auf. Bestimmte christliche Strömungen, so sagt er, haben der Aufklärung sogar den Boden mitbereitet. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft untergeht. Bewegungen wie der Pietismus, den Sie ja sicher kennen, oder auch der Jansenismus auf katholischer Seite, die haben ja durch ihre eigene Kritik an, sagen wir mal, dogmatischer Starre und durch die Betonung des persönlichen Glaubens der aufklärerischen Kritik an Kirchenautorität eigentlich, wenn auch ungewollt, Vorschub geleistet. Es war also keineswegs nur ein Kampf gegeneinander, eher eine komplexere Wechselwirkung. Und da zeigt sich dann auch schon früh ein Unterschied zwischen den Konfessionen, der bis heute nachwirkt, oder? Absolut. Man kann schon sagen, dass dem Protestantismus die Anpassung an moderne Ideen historisch betrachtet oft leichter fiel. Natürlich gab es da auch Widerstände, keine Frage. Aber denken Sie nur an die zeitweilige Nähe zwischen dem Pietismus und dem preußischen Staat zum Beispiel. Im Katholizismus waren die innerkirchlichen Abwehrkräfte deutlich stärker organisiert. Man denke da an den Jesuitenorden und später dann ganz massiv durch das Papsttum selbst. Ja, Stichwort Pius IX. Im 19. Jahrhundert. Sein Syllabus Errorum, also diese Liste der modernen Irrtümer von 1864. Und dann das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit 1870, das wirkt ja fast wie eine Kampfansage an die Moderne, an Wissenschaft, Demokratie, Liberalismus. Das war eine ganz entscheidende Weichenstellung, ja. Schilling stellt das ja fast so gegenüber Luther auf der einen Seite, der die Autorität letztlich durch die Schrift begründet sieht, durch die wissenschaftlich-redliche Suche nach Wahrheit, die im Prinzip jedem Gläubigen zugänglich sein soll. Und auf der anderen Seite Pius IX., der die Autorität des Amtes betont und Dogmen ex cathedra verkündet, also Kraft seines Amtes als unfehlbar geltend und eben losgelöst von einer breiten Zustimmung. Und das hat dann im Protestantismus andere Entwicklungen ermöglicht. Richtig, das hat dort eben mehr Raum geschaffen für eine andere, oft offenere Auseinandersetzung mit modernem Denken. Und es hat auch partizipative Elemente stärker gefördert, also Synoden zum Beispiel oder Laienbewegungen. Denken Sie nur an den Kirchentag, der ist ja genau aus diesem Geist eines selbstbewussten Laienchristentums entstanden. Das bringt uns zur Frage der Säkularisierung. Schilling sagt ja, die hat Wurzeln im Christentum selbst, also nicht nur von außen aufgezwungen, etwa in der reformatorischen Unterscheidung von geistlichen und weltlichen Bereichen. Auch wenn der Prozess später natürlich von ganz anderen Kräften überlagert wurde. Genau. Und auch moderne Werte wie Menschenwürde oder Toleranz. Die sind zwar sicher nicht allein christlich, das wäre ja verkürzt, aber sie sind doch auf einem Nährboden gewachsen, den die christliche Geschichte Europas ganz maßgeblich mit vorbereitet hat. Und diese Verflechtung, die schafft bis heute eine produktive Spannung. Schilling nennt das die schwierige Gratwanderung zwischen Öffnung zur und Verfallenheit an die Welt. Das bleibt eine Daueraufgabe für die Kirchen. Man sieht diese unterschiedlichen historischen Wege ja durchaus auch heute noch, wenn zum Beispiel der synodale Weg in der katholischen Kirche von manchen als Versuch beschrieben wird, vielleicht verspätet Anschluss an bestimmte moderne Entwicklungen zu finden. Wobei man fairerweise sagen muss, diese Öffnung zur Welt, die birgt natürlich auch Gefahren. Das zeigt die Geschichte ja leider auch. Wenn Anpassung zur Anbiederung wird oder schlimmer noch zur Verstrickung, dann hat das verheerende Folgen. Sie denken an das 19. und frühe 20. Jahrhundert? Ja, genau. Die Allianz von Thron und Altar, die nationalistische Aufladung des Glaubens,
Das Stichwort Gott mit uns auf den Koppelschlössern im Ersten Weltkrieg ist ja nur ein Symbol dafür. Da hatte es der christliche Friedensimpuls doch sehr, sehr schwer gegen diese nationalistische Vereinnahmung. Ein dunkles Kapitel. Was nehmen wir also aus dieser historischen Perspektive für heute mit? Was ist die Quintessenz? Ich denke, die Geschichte unterstreicht vor allem eins: Das Verhältnis von Christentum und Gesellschaft ist immer dynamisch, immer im Fluss. Es ist nie statisch. Und gerade die protestantischen Traditionen mit ihrer Betonung von Schrift, von individuellem Gewissen und eben auch der aktiven Rolle der Laien, die boten historisch gesehen ganz spezifische Möglichkeiten. Möglichkeiten, sich mit der Moderne auseinanderzusetzen und sie auch mitzugestalten, im Guten, aber eben auch im Schwierigen. Und genau das, denke ich, führt zu einer abschließenden Frage, die wir direkt an Sie weitergeben möchten. Wie kann denn Ihre Gemeinde heute an diese spezifisch protestantischen Ressourcen, also Schriftbindung, Gewissensfreiheit, mündiges Christsein, wie kann sie daran anknüpfen, um diese aktuelle Gratwanderung, von der Schilling spricht, gut zu gestalten? Wie kann Kirche heute Gesellschaft positiv prägen, ohne sich, Kierkegaard hat davor gewarnt, dem jeweiligen Zeitgeist einfach anzupassen? Was bedeutet das ganz konkret für Sie in Ihrem Umfeld? Treue und relevante Weltgestaltung aus christlichem Geist, darüber nachzudenken, das lohnt sich bestimmt.